Hallo meine Freunde, hola Madridistas. Morgen Abend um 21 Uhr trifft Real Madrid auf Getafe. Oder doch nicht? Ja, droht der La Liga ein Streik? Was da los ist, erfahrt ihr in diesem Video. Dann unterhalten wir uns auch über das nächste Verletzungspech bei Real Madrid. Und es erwischt einen Spieler, der nicht einmal bei der Nationalmannschaft war. Ein Spieler, der im Laufe seiner Karriere bei Real Madrid immer wieder mal kurz davor war, wirklich eine Rolle in der ersten Mannschaft zu spielen, und dann haben ihn die Verletzungen immer wieder zurückgeworfen. Dani Ceballos. Er verletzt sich ausgerechnet nach der Länderspielpause, wo er theoretisch fit sein sollte und die Nationalspieler eine Pause gebrauchen könnten. Was da los ist, wie lange er ausfällt, was das bedeutet, das schauen wir uns natürlich an. Dann habe ich euch gestern von Jorge Cestero erzählt, dem besten Sechser Spaniens. Zumindest wenn es nach Álvaro Arbeloa geht, und heute präsentiere ich euch den wahrscheinlich besten Zehner Spaniens, wenn es nach Álvaro Arbeloa geht. César Palacios, das nächste Riesentalent aus La Fábrica. Wer er ist, was er am Ball kann, schauen wir uns zusammen an. Und zu guter Letzt schauen wir uns natürlich auch das Training von gestern an. Wir schauen uns an, wer ist wieder zurück, wer hat es geschafft, wer ist fit für das Spiel in Getafe, wer nicht. Also, viel Spaß beim Video. Ja, wie ihr es inzwischen auf dem Kanal kennt, fangen wir zunächst einmal mit Real Madrid Castilla an. Ein Thema, was so akut ist wie selten in den letzten Jahren. Wir wissen, Xabi Alonso, Álvaro Arbeloa, dicke Freunde, und Xabi Alonso, wenn er für eins bekannt ist, dass er immer wieder jungen Spielern eine Chance gibt. Ja, und ein Spieler, der nach seiner Chance bittet, der anklopft, und zwar ganz laut, der Sturm klingelt bei der ersten Mannschaft, ist César Palacios. Der hat in den letzten Wochen so eine enorme Leistung für Real Madrid Castilla gebracht. Während die Hälfte der Mannschaft unterwegs war bei der U20 WM oder verletzt, hat er dafür gesorgt, dass Real Madrid die letzten beiden Spiele gewonnen hat. Das hat Real Madrid TV dazu gebracht, ein eigenes Video über den Jungen zu machen. Schauen wir es uns zusammen einmal an. Die große Nachricht über die zwei aufeinanderfolgenden Siege von Real Madrid Castilla ist zweifellos die hervorragende Form, in der sich César Palacios befindet. Sowohl gegen die Ponferradina als auch gegen Pontevedra war die Nummer 10 der große Protagonist. In seinen letzten beiden Spielen erzielte er 3 Tore und gab eine Vorlage. Natürlich kenne ich César gut. Er ist ein Spitzenspieler, ein Erstligaspieler, ein Spieler mit außergewöhnlichem Talent. Er steht über dieser Liga und beweist es auch. Es liegt noch ein langer Weg vor uns, das Jahr ist noch lang, aber ich bin sehr zufrieden und glücklich, ein solches Talent wie ihn zu haben. Ich denke, er macht den Unterschied. Außerdem ist er ein fleißiger, außergewöhnlicher Junge, ein großartiger Kapitän. Also soll er weiterhin Tore schießen und der Mannschaft helfen. In nur 8 Tagen hat Palacios Castilla sowohl auswärts als auch zu Hause angeführt. Gegen Pontevedra erzielte er das einzige Tor des Spiels. Eine Art abgefälschter Ball, den mir Oro in den freien Raum legt. Mit einer gezielten Ballannahme kann ich 3 Verteidiger abschütteln und sehe dann, dass ich 1 gegen den Torwart gehen muss, und es gelingt mir, den Ball zu lupfen. Ich bin sehr glücklich, dass es so gut geklappt hat, und vor allem freue ich mich, der Mannschaft mit einem Tor helfen zu können, die 3 Punkte zu holen, die am wichtigsten sind. Und gegen die Ponferradina zeigte er seine beste Version. Er erzielte 2 Tore und gab eine Vorlage. Tja. ¡Qué golazo! ¡Qué jugada que termina César Palacios! ¡Golazo del Castilla! ¿Cómo juega cuando juega el equipo de Arbeloa? Fíjate que bien César Palacios y luego que bien define Manuel Ángel. Cuidado, balón, línea de fondo. ¡Ahí está! ¡Qué golazo del Castilla! César Palacios, pase a la red, 2-3, ¡qué golazo! 2 Siege, 6 entscheidende Punkte für Castilla. Mit 4 magischen Aktionen, die aus den Schuhen von Palacios entstehen.
Ja, was für ein Talent, ein absoluter Baller. Die Vorlage, die er mit der Hacke gibt, ist, glaube ich, noch schöner als seine Tore. Also, der Junge weiß, was er am Ball kann. Auch den Lupfer, den er zum 1:0-Sieg gegen Pontevedra gemacht hat, wo er durch die Mitte durchzieht. Der Junge weiß, wo das Tor steht. Der Junge weiß aber auch, wo seine Kameraden stehen, wann er abspielen muss, etc. Also, tolle Spiele von César Palacios, der Nummer 10 von Real Madrid Castilla. Und ich bin gespannt, wie die Karriere von diesem Jungen weitergeht. Erstmal muss er natürlich mit Real Madrid Castilla, jetzt wo seine ganzen Kameraden wieder da sind, schauen, dass Real Madrid Castilla am besten in die Aufstiegsränge kommt. Wäre natürlich ein Traum für diese Jungs. Ja, und danach müssen wir schauen, ob er in die Fußstapfen eines Nico Paz treten kann und ausgeliehen werden kann in Europa. Der Junge hat definitiv Erstliga-Qualität. Der ist viel zu gut für die dritte Liga, sagt ja auch ein Álvaro Arbeloa selber. Ja, und dann müssen wir schauen, denn ich glaube, der Sprung in die erste Mannschaft, der kommt noch zu früh. Wir haben auf der 10 in der ersten Mannschaft einen gewissen Arda Güler. Wir haben einen gewissen Jude Bellingham. Und so wie es aussieht, kommt auch ein Nico Paz zurück. Also gegen die drei möchte ich nicht um die Nummer 10 bei Real Madrid konkurrieren. Ich glaube, das Beste für diesen Jungen ist, dass der zunächst einmal bei Real Madrid Castilla weiter so spielt. Weiß Gott, wenn Real Madrid Castilla aufsteigt, kann er ja sogar vielleicht nächstes Jahr in der zweiten Liga spielen mit Real Madrid Castilla. Vielleicht wäre das auch ein gutes Sprungbrett. Ja, wie gesagt, das nächste junge Talent, ich sage es euch, wir leben zurzeit vor einer goldenen Generation der La Fabrica. Die nächsten Jahre werden definitiv spannend und ich glaube auch, Xabi Alonso ist der richtige Trainer für die erste Mannschaft. Der weiß, dieses Talent gut zu handeln. Ja, kommen wir jetzt zu einem Talent, das Xabi Alonso auch gut zu handeln wusste. Ja, und der mal wieder vom Verletzungspech getroffen ist, Dani Ceballos. Der Junge tut mir in diesem Fall echt leid. Er hat es natürlich schwer im Laufe seiner Karriere bei Real Madrid. Ich meine, die Konkurrenz war ein gewisser Luka Modric, Toni Kroos, Casemiro. Irgendwann kam jetzt auch ein Bellingham, ein Arda Güler. Also wir reden hier wirklich von absoluten Mittelfeldmonstern. Dass ein Dani Ceballos da nicht absoluter Stammspieler ist, kann man verstehen. Aber wenn Real Madrid einen kreativen Mittelfeldspieler gebraucht hat, war ein Dani Ceballos an sich immer zur Stelle. Letzte Saison gegen Manchester City 2 überragende Spiele in der K.O.-Phase der Champions League gemacht. Ja, und jetzt haben viele gesagt, nach der Länderspielpause, wo viele Mittelfeldspieler lange angereist sind, viele Spiele hatten, dass er gegen Getafe von Anfang an hätte spielen müssen. Ja. Denkste, die nächste Verletzung bei Dani Ceballos. Denn Onda Cero hat gestern mitgeteilt, Dani Ceballos hat sich am hinteren Oberschenkelmuskeln, hat er Probleme, fällt definitiv für das Spiel gegen Getafe aus und auch gegen Juventus Turin ist er fraglich. Theoretisch soll er gegen FC Barcelona wieder fit sein. Sind wir mal gespannt. Das bedeutet, dass bei Real Madrid für das Spiel morgen gegen Getafe Trent Alexander-Arnold, Dani Carvajal, Antonio Rüdiger, Dienhausen, Ferland Mendy und Dani Ceballos ausfallen. Also die komplette Abwehr fast und dann noch ein Mittelfeldspieler. Naja, ich glaube, Gott sei Dank hat ein Xabi Alonso immer noch genug Alternativen auf der Bank, wobei so ein Spiel nach der Länderspielpause bekanntermaßen immer doppelt schwer ist. Ich drücke Real Madrid natürlich die Daumen, dass wir die 3 Punkte holen. Und das wäre wichtig. Für diejenigen, die es vergessen haben, es ist ja schließlich schon bald 2 Wochen her, das ist die Tabelle aus La Liga. Wie ihr seht, Real Madrid an der Spitze mit 21 Punkten, 2 Punkten vor dem FC Barcelona. Und das ist der Spieltag von heute. Warum dieses Spiel gegen Getafe so wichtig ist. Wie ihr seht, wird heute um 16:15 Uhr nämlich Barcelona schon mal Druck ausüben. Die spielen gegen Girona. Girona hat in dieser Saison von 8 La Liga-Spielen nur 1 gewonnen. Das ist nicht das Girona von vor 2 Jahren, wo man theoretisch von einer Überraschung denken könnte. Barcelona wird über Girona hinwegrollen. Das gleiche gilt wahrscheinlich heute Abend für Atletico Madrid gegen Osasuna. Atletico Madrid hat sich ein bisschen mehr gefangen. Also ich glaube, sowohl Barcelona als auch Atletico Madrid werden heute ihre 3 Punkte holen und werden damit Druck auf Real Madrid ausüben. Madrid, wie ihr sehen könnt, morgen beenden die den Spieltag in Getafe um 21 Uhr. Naja, am Montag ist noch ein Spiel, Alavés gegen Valencia, aber das hat wahrscheinlich mit den Meisterschaftsrennen nichts zu tun. Also, wichtiges Spiel in Getafe. Allgemein muss man sagen, dass man in dieser Phase vor der nächsten Länderspielpause, also zwischen den beiden Länderspielpausen, ihr wisst ja, Xabi Alonso unterteilt
verteilt das gerne in Blocks, der wollte mit so vielen Siegen wie möglich in die erste Länderspielpause und jetzt sind wir inzwischen zwischen der zweiten und dritten Länderspielpause. Also danach ist Gott sei Dank erstmal Ruhe bis März, wenn ich mich nicht täusche. Und die Phase, die Real Madrid jetzt hat, ist mit Abstand die schwerste in der Saison. Wir spielen erst einmal morgen das schwere Spiel in Getafe, dann in der Champions League wartet Juventus Turin, dann der Clasico gegen Barcelona, dann ein Heimspiel gegen Valencia, also Madrid spielt dreimal nacheinander im Santiago Bernabéu. Wenn wir da 9 Punkte holen würden, würde ich hier mit einem riesigen Strahlen sitzen. Ja, aber dann kommt auch noch, müssen wir nach Anfield, nach Liverpool und dann auch noch ein Spiel gegen Rayo Vallecano. Also, wie ihr seht, wir haben einige Top-Level-Spiele. Ich glaube, in Getafe wird es sehr schwer. Clasico sowieso, gegen Juve in Anfield. Das sind Spiele auf absolutem Top-Niveau. Und wenn man dann vergleicht mit dem FC Barcelona, die haben ein wirklich schweres Spiel, nämlich logischerweise im Santiago Bernabéu. Aber ansonsten zu Hause gegen Girona, zu Hause gegen Olympiakos Piräus, zu Hause gegen Elche, in Brügge und in Celta Vigo. Also der FC Barcelona hat definitiv das leichtere Restprogramm zwischen diesen Länderspielpausen. Also, wenn wir es schaffen, nach diesem Programm in die nächste Länderspielpause noch als Tabellenerster zu gehen, das wäre schon ein Riesenschritt in die richtige Richtung, wenn man am Ende wirklich Meister in Spanien werden möchte. Ja, ob wir das schaffen, das hängt natürlich im Endeffekt an der Leistung unserer Spieler und wie die sich vorbereitet haben auf dieses Spiel gegen Getafe. Das schauen wir uns jetzt gemeinsam an und eine Sache kann ich euch versprechen, ihr werdet Traumtore am Stück sehen. Ja, wie versprochen, absolute Traumtore an Stück, vor allem das von Arda Güler in die lange Ecke oder von Kylian Mbappé ganz am Ende, aber auch Vini mit einem tollen Tor, also es hat Spaß gemacht bei diesem Training zuzuschauen und machen wir mal etwas, was ich eigentlich nicht mache, wir lesen uns mal den Trainingsbericht von Real Madrid durch, weil er in diesem Fall sehr interessant ist, wir können nämlich lesen, wer wieder dabei ist. Also, die Mannschaft trainierte in Real Madrid-Stadt zur Vorbereitung auf das La Liga-Auswärtsspiel am Sonntag gegen Getafe. Xabi Alonso konnte für die Einheit alle seine Nationalspieler zurückholen, darunter auch Mbappé, Vini Junior, Militao, Rodrigo, Camavinga, Arda Güler und Brahim. Die Trainingseinheit begann mit individuellen Übungen im Fitnessstudio. Auf dem Platz teilten sich die Spieler in mehrere Runden auf, bevor sie an taktischen Aspekten und Standardsituationen arbeiteten. Abschließend absolvierten sie Angriffs-, Defensivübungen und Torschüsse. Ceballos, Carvajal, Hausen, Trent und Rüdiger arbeiteten in der Trainingsanlage. Die schaffen es also nicht gegen Getafe. Ja, wie ihr gehört habt, etwas Entwarnung. Die Nationalspieler sind alle rechtzeitig wieder zurück. Rechtzeitig, zumindest auch fit für das Spiel gegen Getafe. Außer die ihr gerade am Ende gehört habt. Ja. Und jetzt kommen wir wohl zum Thema dieses Videos, was ganz vorne ihr im Thumbnail wohl auch gesehen habt. Findet dieses Spiel morgen in Getafe überhaupt statt? Und ihr fragt euch jetzt, warum sollte es nicht stattfinden? Ja, denn Javier Tebas hat es sich gewaltig verscherzt mit den Kapitänen aller La Liga-Mannschaften. Viele unterschätzen das oder wissen das ehrlich gesagt gar nicht. Javier Tebas sollte eigentlich Angestellter sein von den 40 Erstliga- und Zweitligavereinen. Also die haben ihn gewählt, damit er ihre Interessen vertritt.
Ja, und das hat er im Laufe der Jahre so gewandelt, dass er der alleinige Herrscher sein will und die Vereine gefälligst das zu machen haben, was er will. Ja, wo hat man das gesehen? Natürlich bei dem berühmten Spiel Villarreal gegen Barcelona, was in Miami stattfinden wird. Javier Tebas hat gesagt, alle sind begeistert von diesem Spiel, alle wollen das so haben. Ja, und es stellt sich raus, dass alle, nur er ist, Joan Laporta, der Präsident von Villarreal, und Ceferin. Das sind wahrscheinlich nämlich die 4, die sich selber die Taschen damit voll machen. Denn die Spieler haben darauf keinen Bock, die Trainer haben keinen Bock, sogar ein Hansi Flick hat gestern in der Pressekonferenz gesagt, nee, dass er da auch keinen Bock drauf hat. Sogar die Kapitäne von Barcelona und Villarreal haben dagegen abgestimmt, gegen dieses Spiel. Also keiner ist dafür. Und das zeigt auch, wie ein Javier Tebas La Liga führt. Eigentlich hätte er dieses Spiel in der Versammlung vorschlagen müssen und alle 40 Vereine hätten abstimmen müssen, ja oder nein. Aber weil Javier Tebas wusste, da kommt ein deftiges Nein raus, hat er das einfach entschieden, ohne die Vereine zu fragen. So funktioniert der Diktator Javier Tebas. Das Spiel hat er selber durchgedrückt. Und die spanische Föderation hat gesagt, ja, nee, wir konnten dagegen nichts tun, das Spiel wurde uns vorgeschlagen, Villarreal und Barcelona sind einverstanden, wir haben das nur weitergegeben an die FIFA. Ja, wenn das doch so einfach wäre und La Liga keine Aufsichtspflichten hätte, oder die spanische Föderation besser gesagt, dann könnte ja Real Madrid mit jedem Verein in der spanischen Liga vereinbaren, lasst uns das Spiel in Miami machen, lasst uns das Spiel in Katar machen, lasst uns das Spiel in Deutschland machen oder alle Spiele im Santiago Bernabéu. Wenn sich die Vereine doch einig sind und die spanische Föderation dagegen nichts tun kann, dann lasst uns doch hier einfach Chaos machen. Die gute alte Liga, die wir kennen, wo jede Mannschaft 19 Heim- und 19 Auswärtsspiele hat, ist kaputt. Ja, das ist absolute Wettbewerbsverzerrung. Und das sehe nicht nur ich so, das sehen auch die Kapitäne in der ersten Liga so. Naja, die haben wahrscheinlich auch noch andere Interessen. Denen geht es natürlich auch darum, dass die diese Reisen nicht haben wollen. Denen geht es wahrscheinlich auch darum, dass die ein bisschen Kohle dafür haben wollen. Ist ja logisch. Ja, und die Kapitäne haben sich entschieden, die mussten abstimmen, was machen wir? Gehen wir in den Streik? Einige waren dafür und andere haben gesagt, nee, lasst uns erstmal was Symbolträchtiges machen. Wir spielen die ersten 15 Sekunden der La Liga nicht. Ihr werdet das auf allen Plätzen in der ersten Liga sehen. Die ersten 15 Sekunden werden die Spieler stillstehen, damit die ganze Welt sieht, was Javier Tebas mit der spanischen Liga macht. Ja, und wie man den Diktator Javier Tebas kennt, das ist was gestern in den ersten 15 Sekunden gezeigt wurde. La Liga unter Diktator Kim Jong-Tebas hat einfach diese ersten 15 Sekunden nicht übertragen. Damit die Welt nicht sieht, was für ein Skandal der macht. Ja, und als die Kapitäne der ersten Liga das rausbekommen haben, ja, hören wir uns mal an, was da passiert ist. Die mit der AfE in Kontakt stehenden Spieler entscheiden sich, an diesem Spieltag eine Protestaktion durchzuführen. Wie mehrere Kapitäne erklären, wären sie viel entschlossener vorgegangen. Es gibt Kapitäne, die bereit waren, das Spiel zu stoppen und in den Streik zu treten. Nach Rücksprache mit ihrer Gewerkschaft sind sie der Meinung, dass eine rein symbolische Protestgeste besser ist, so wie es die AfE in ihrer Mitteilung erklärt. Und wir können ergänzen, bevor Palacio die Version der Liga schildert, dass, wie einige Kapitäne abseits des Mikrofons wiederholen und die Gewerkschaft AfE nicht dementiert, es ein kleines Beben in der Gruppe gab, als sie sahen, dass die Liga die 10 Sekunden Pause, nicht im Fernsehen übertrug. Einige wollten noch kämpferischer auftreten und tatsächlich wäre es normal, wenn der Protest am Wochenende in irgendeiner Weise angepasst wird, um die Liga dazu zu zwingen, ihn im Fernsehen zu zeigen. Es gab Spieler, die völlig empört waren und denken, dass das, was passiert ist, eine Schande ist. Sie haben dies, wie gesagt, ihren Kollegen in der gemeinsamen WhatsApp-Gruppe mitgeteilt. Und dass sie bereit waren, als sie das Bild um 21:05 Uhr im Fernsehen gesehen haben, waren sie bereit, noch weiterzugehen. Und sie waren sehr aufgebracht, weil sie dachten, dass ihnen erneut der Respekt verweigert wurde, indem die Protestminute oder die Protestsekunden nicht im Fernsehen gezeigt wurden. Ja, ihr habt es selber gehört. Die sind absolut wütend auf Javier Tebas. Der Diktator, ich nenne ihn gar nicht mehr anders, Kim Jong-Tebas, ja, der hat es sich verscherzt mit den Kapitänen. Vorher waren einige schon für den Streik und ich bin gespannt, wie es jetzt weiterläuft. Die Kapitäne überlegen jetzt irgendwas zu ändern. Vielleicht machen sie die ersten 15 Sekunden in der zweiten Halbzeit, vielleicht unterbrechen sie mitten im Spiel. Mal schauen, wie die Liga reagiert. Aber ihr habt gehört,
Einige Kapitäne waren vorher schon für den Streik und einige Kapitäne erwägen jetzt drastische Maßnahmen zu vollziehen. Vielleicht droht ein Streik in der spanischen Liga. Danke, Javier Tebas. Ja, also ich bin gespannt, was ihr zu diesem ganzen Thema zu sagen habt. Lasst eure Meinung bitte zu den ganzen Themen, aber auch zu dem Video in den Kommentaren. Wenn ihr so nett seid, lasst doch bitte ein Like da, teilt dieses Video, lasst ein Follow da. Hypen, hypen, hypen. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. A la Madrid!